Ja, so, dann kann es ja mit meiner Lebensbeichte losgehen hier. Ich finde das immer so ein bisschen platt, wenn man sagt, ja, wir sind ein familiärer Verein, aber ich finde schon, bei Viktoria ist es wirklich so. Viktoria. Das muss man fühlen. Das ist Viktoria Köln, hier wird gearbeitet. Diese totale Gier, die totale Überzeugung. Es liegt an uns. Vor dem Spiel haben wir gesagt, das Ziel, was am Ende sein muss, wenn das Spiel aus ist, dass wir uns Respekt geholt haben. Respekt für unsere Haltung, Respekt für unsere Spielmänner. Und da kann ich nur sagen, sensationell. Wir haben gegen eine Weltklasse-Mannschaft gespielt. Okay, die haben ein paar Gurken einwechseln müssen. Aber wie ihr das ausgehalten habt, Jungs, nicht mit irgendwie, keine Ahnung, haben wir keine Chance, nein, Kopf oben gehalten. Ben voll! Wo ist er? Überragend, Ben! Überragend, Ben! Überragend! Wie ihr verteidigt habt zusammen, Männer! Überragend! Überragend! Und jetzt, Männer, jetzt nehmen wir uns ganz viel mit aus diesem Spiel. Aus diesem Erlebnis, was wir gehabt haben. Ganz viel mit, ganz viel Kraft. Und ganz viel Überzeugung für den Weg, der vor uns liegt, Männer. Darauf bin ich stolz, dass heute unsere Farben, unsere DNA so präsentiert haben, Männer. Geil, danke dafür. Ich glaube, Viktoria für Höhenberg, das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt, dass das wieder eine Rolle spielt. Also als ich angefangen habe, zu Viktoria zu gehen, da war selbst in Höhenberg, hat Viktoria kaum in der Wahrnehmung stattgefunden. Und jetzt durch den zunehmenden sportlichen Erfolg ist es langsam auch so geworden, dass Viktoria wieder ein Aushängeschild für Höhenberg ist und man auch hier in Höhenberg und auch drumherum wahrnimmt, was bei der Viktoria passiert und auch sich damit identifiziert und ein Stück weit das auch Lokalstolz dafür empfindet. Das muss man fühlen, das kann man mit Worten eigentlich selten beschreiben. Ne? Ja gut, die Stadt ist ja zweigeteilt, einmal links und einmal rechtsrheinig. Und wir sind die sogenannte Scherzig, die falsche Seite in Köln, wie man das so schön im Wortgebrauch nutzt. Aber als Kölner als solches empfindet man das natürlich nicht. Also die Schelsig ist erstmal so die Rheinseite, die immer so ein bisschen verlacht wird in Köln. So, der Dom steht auf der linken Seite, die meisten Leute wohnen auf der linken Seite, das Geld wohnt auf der linken Seite, kann man sagen. Die Vielfalt hier in den Stadtteilen ist sehr groß, sehr unterschiedlich und es wird meiner Meinung nach immer lebenswerter hier auch zu wohnen. Türkischen, Bulgarien, Rumänien kommen zusammen, Polen sind ja welche dabei, ne? Und ja, und Deutsch natürlich. Ist ja schon Kulti-Multi. Ist ja sehr multikulti. Sehr viele Gastarbeiter. Hier gibt es ja die berühmte Kolbstraße. Das ist eine reine türkische Straße. Wenn man da hinkommt, meint man, ist in Ankara. Und das macht dann natürlich aus daneben. Er ist sehr multikulturell, muss man sagen. Ich fühle mich hier wohl, keine Frage. Wir leben das miteinander und die Kulturen leben diese kölsche Mentalität Gott sei Dank mit. Ne?
Der Verein hat immer von diesen unterschiedlichen Kulturen schon gelebt, ne? Ich glaube, das zeichnet aber auch den Verein insgesamt auch aus im Nachwuchsbereich, dass wir viele gute Spieler haben, die eben auf der Straße groß geworden sind, die, ich sag mal, nichts anderes im Kopf haben, als wir mit dem Ball zu spielen. Für die Jungs sind die Möglichkeiten hier in dieser Umgebung nicht ganz so viel gegeben, wie das vielleicht in anderen Vierteln ist. Mein Name ist Luca de Meester, ich bin 18, spiele seit 2 Jahren bei Viktoria und ich bin auf der 10 oder rechts außen zu Hause. Das Fußballspielen habe ich hauptsächlich zu Hause gelernt, auf einem kleinen Soccer-Court, irgendwie in der Freizeit. Immer war Fußball eigentlich so das erste Thema, was ich auch nach der Schule oder gemacht habe oder direkt nach dem Kindergarten, im Kindergarten. Eigentlich überall war nur Fußball. Das bei uns spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, ob jemand jetzt jünger ist oder älter. Wir verstehen uns auch so, egal ob wir jetzt von woanders herkommen oder so. Wir reden alle eine Sprache, also wir verstehen uns eigentlich alle gut. Jeder ist natürlich so ein eigener Typ, wie er drauf ist. Mein Typ ist halt eher so, ich bringe auch die Leistung, aber bin jetzt irgendwie nicht so der Lautstärkste. Es gibt natürlich andere, die auch ihre Leistung bringen, aber natürlich auch durch die Lautstärke auffallen oder irgendwie durchs Körperliche. Und das ergänzt sich alles so ein bisschen und ich finde, daraus haben wir jetzt ein gutes Kollektiv für die Saison gebildet. Wir haben mittlerweile 2 U19-Nationalspieler. Wir haben 9 Spieler im letzten Jahr in die erste Mannschaft übergeführt und ich glaube, diese Zahlen sprechen eine eigene Sprache. Luca ist einer von diesen Spielern, ein echter Straßenfußballer, der Bewegungstalent hat und sicher noch viele Dinge lernen muss. Aber wir freuen uns über seinen Weg, den er gemacht hat. Er steht eigentlich sinnbildlich für die Jungs hier aus Köln. Wir bauen auf Jungs, die hier aus der Region kommen und investieren unser Geld, was wir haben, in die Qualität der Trainer und in die Qualität der Ausbildung und nicht in irgendwelche Transfers. Es gibt hier nichts Leichtes geschenkt. Das ist Viktoria Köln, hier wird gearbeitet und ausgebildet. Und ich glaube, das hat er hervorragend gemacht und deswegen sich das jetzt absolut verdient. Und da wünschen wir uns dann, dass gerade solche Vorbildspieler dann eben auch weitere Spieler genau in dem Werdegang dann irgendwo bestärken. Also mein Traum ist natürlich irgendwann ganz oben mitzuspielen, irgendwie in den Top-Ligen auch irgendwie um den Titel mitzuspielen oder vielleicht auch international spielen zu können. Aber natürlich ist mein nächstes Ziel auf jeden Fall, dass ich bei der ersten stabilen Platz bekomme und da erstmal eine Leistung bringen kann in den nächsten Jahren. Und danach gucke ich, wo das noch hinführt. Setzen rechts, setzen links. Zurück, Raben. Hier wird immer dann die aktuelle Herzfrequenz angezeigt. Ja. Und hier haben wir dann immer, das ist jetzt noch nicht eingepflegt, können wir einpflegen, deren maximale Herzfrequenz. Ja. Und dann ist es ähnlich wie bei dem anderen System, wo dann dass hier die Prozentzahl dass wir wissen, wann sie gekennzeichnet. im Regenerationsbereich genau, wann sind sie im roten, orangenen Bereich und so weiter. Ja. Mein Name ist Marcel Risse, ich bin 32 Jahre alt, Spieler der Viktoria, Kapitän seit 2 Jahren und seit 3 Jahren im Verein. Also wenn man von einem großen Traditionsverein wie jetzt der FC hierhin wechselt, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied. Zum einen mal die Kulisse, die jetzt nicht 50.000 beträgt, sondern vielleicht maximal 2.000, wenn der Gegner des Spieltags nicht so attraktiv ist. Aber irgendwie, der Verein hat irgendwas. Also es macht Spaß, hier hinzukommen, weil man kennt gefühlt jeden Mitarbeiter, man läuft sich öfters über den Weg. Die Jungs sind cool, das ist echt eine super vernünftige junge Truppe, die wir haben. Ja, ist auch Kopfarbeit, Jamil. Von daher macht es einfach Spaß, hier auch Fußball zu spielen. 3, 4 und hey! Meine Rolle als Kapitän im Team ist natürlich, dass ich
ja, der erste Ansprechpartner für gerade auch die Jungen sind. Ob es jetzt privat ist, ob es am Fußballfeld ist, ob es Situationen sind, wo es gerade mal nicht so läuft, was jeder einfach durchleben muss in so einer langen Saison. Da versuche ich einfach, so gut ich kann, ja, weiterzuhelfen. Magath oder Klopp-Feeling beim Training? Ja, beides nicht so wirklich. Also der Trainer weiß schon genau, was er auch will und versucht das dann auch konsequent umzusetzen und durchzuziehen. Paco, du kannst dann in dem Fall ruhig das Hamza ein bisschen zurückgehen und du gehst noch ein paar Schritte vor. Und bei den Jungs ist aber ja, eigentlich immer eine gute Grundstimmung. Das ist ja auch klar, nicht jeder hat jeden Tag Bock auf Training, aber so durch die Bank weg würde ich schon sagen, dass es eine lockere, aber trotzdem konzentrierte Stimmung in der Mannschaft ist. Jetzt pass auf, also wenn du stehst, dann bist du ein stehendes Ziel. Da wirst du keinen Ball kriegen, außer der kommt genau auf dich. So, wenn der Ball kommt und dann fängst du an zu laufen, dann bist du in Bewegung. Weißt du, dann hast du die Chance, dann hast du den Vorsprung. Geht er dann wieder zur anderen Seite, ist ja kein Problem, dann bist du wieder zurück. Aber das ist halt der Unterschied. Ne? Und eben da in der Regel, wo der gehst du ein Stückchen auf die andere Seite, vielleicht 5, 6 Meter, und dann kommt der Ball rein und dann fängst du an zu laufen. Dann bist du in Bewegung. Und dann kann dich da auch nur noch einer zugreifen. Wenn du stehst, können beide auf dich zugreifen. Achtung, Sniper war hier. Wir singen uns Sniper. Ja, ey, du. Und der hat's wieder. Ja, hast du geschossen? Der schießt wieder drüber. Der schießt wieder drüber. Ich guck jetzt genau. Niklas, wenn du kaputt bist, geh rein. Was ist der drauf? Ist der drauf? Du kriegst diese Flachball, diese halbe. Ohne Power. Ohne Power. Schau. So stehe ich immer aus der Ruhe, ne? Ist auf Käse, Dave. Boah, der rein! Ich sag von Abschlüssen Robin aus 16er raus. Sag ich. Aber alles, was außerhalb ist, bodenlos. Schau. Ich muss ein bisschen in den Kopf gehen. Hier geht um viel. Oh, Palacios Martinez. Ich sag außerhalb 16, das mache ich mehr. Du? Alles innen. Ricardo Federico Palacios. Was ist das? Mit schwindelig spielen. Diese Energie, die will ich morgen sehen. Und die brauchen wir auch, Männer. Das ist ja ganz klar. Die brauchen wir. Diese totale Gier, die totale Überzeugung und wirklich das Gefühl zu haben, wir sind eine Gruppe. Und dann bin ich mal gespannt, was sie damit machen. Okay? Alles klar. Dann bis morgen. Das ist unser neues Prachtstück hier, muss man sagen. Das ist echt geil. So einen Trainingsplatz, glaube ich, in der 3. Liga musste lange suchen. Echt, können wir stolz sein. Und hier war vorher nur Feld und Bäume. Das ist echt top. Fragen wir mal unseren Greenkeeper, wann wir hier drauf dürfen. Morgen, oder? Morgen, Dirk. Und wie sieht's aus? Ja, wird. Ja, gesagt, ne? Top. Ja. Haben wir schon einen Dünger wieder neu geholt. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Nein, den können wir jetzt rauf und dann ist der nächste Woche. Können wir eröffnen. Unser neues Prachtstück. Ja, nach dem Einzug in die 2. Runde. Okay. Ja. Aber auch wenn nicht, oder? Ja, aber schauen wir mal. Dann überlegst du dir noch, ob wir darauf dürfen. Das finde ich in Ordnung. Hallo. Tag zusammen. Hallo. Tag zusammen. Hallo. Willst du mich beißen? Hi. Nee, wir hauen hier niemanden. Hi. Marcel, Ines. Hallo. Wir haben in unseren allen Verträgen drinstehen, dass wir monatlich ein soziales Projekt begleiten oder uns irgendwo mal blicken lassen. Das ist, denke ich, ja, vielleicht fast einzigartig in Deutschland. Das wievielte Stück ist das heute, Herr Krämer? Aha. Ja. Okay. Naja, dann lasst es mal schmecken.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir aus unserer Vorbildfunktion, auch wenn es dann am Ende nur dritte Liga ist, keine erste Liga, aber auch wir haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch gegenüber unserer Region. Und wir können nicht immer nur erzählen, sondern wir müssen es am Ende auch leben. Und Andreas Rettig hat dieses Thema ganz exklusiv in diesen Verein mit hinein interpretiert. Wir haben viele junge Spieler, auch in der Profimannschaft schon, denen es mit Sicherheit sehr gut geht. Und da ist dann am Ende des Tages auch mal wichtig, dass auch diese Jungs sehen, wie viele Menschen draußen viel, viel schlechter dran sind. Und wenn die sich dann mal beklagen, wenn sie ein bisschen mehr laufen müssen, auf Deutsch gesagt, dann wissen sie eigentlich, wie gut es ihnen geht. Wir können da alle zusammen reingehen, weil der Hühnerstall ist groß genug und unsere Hühner sind zahm. Magst du das absetzen? So, guck mal, die sind jetzt schon ganz... Also dieses soziale Engagement von Viktoria, muss ich sagen, wird in der Fanszene zwiegespalten gesehen. Es gibt durchaus die Sichtweise, die sagt, denen ist das ein bisschen zu viel Gutmenschentum, ein bisschen zu viel Grün. Aber es gibt genauso, und das ist in meinen Augen auch die klare Mehrheit, die sagt, die steht da voll hinter und die engagiert sich auch selber. Wir haben jetzt zum Beispiel bei einem der letzten Spiele noch die Pfandbecher eingesammelt, um damit hier eine lokale Institution zu unterstützen. Also da kommt auch von Fanseite Engagement, sodass ich sagen würde, schon im Großen und Ganzen gehen Verein und Fans da Hand in Hand, was das angeht. Ich würde mal sagen, wir gewinnen heute. Würde ich mal sagen. Da würde ich mal sagen, wir gewinnen. In 12 Jahren Viktoria. Hätte noch keine Chance, Samstags mal so dran zu kriegen. Wir haben uns ja mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung und mit dem Wirtschaftsrat, mit Teilen des Wirtschaftsrats im Hotel getroffen, im Hotel Stadtpalais. Und bei unserem Partner haben wir zusammen gefrühstückt und sind dann mit dem Fahrrad hier rüber gefahren. War sicherlich für den einen oder anderen anders als normal, aber ich glaube, es hat alles ganz gut geklappt. Wir sind ja gut hier angekommen und insofern war schön. Also, hat Spaß gemacht. Der Klimaspieltag vom DFB ins Leben gerufen, deckt sich 1:1 mit unserer Vereinsphilosophie, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Und wir haben ja die Themen des DFB noch verlängert durch den autofreien Spieltag und hoffen natürlich, dass das gut ankommt. Das Thema Nachhaltigkeit, ich denke, ist ein ganz wichtiges Thema, weil gerade auch den Jüngeren dafür vielleicht manchmal, dass sie gar nicht so den Blick dafür haben. Wir haben sicherlich genug, die das nachvollziehen, aber es gibt genug, die dieses Thema, sich mit diesen Themen gar nicht so beschäftigen. So wichtiger ist, dass wir es hier einfach vorleben und auch dauerhaft, ja, so dass man das Thema Nachhaltigkeit auch total unterstützt. Nach meinem Dafürhalten machen das noch viel zu wenig Vereine und wir hoffen, dass viele andere Vereine auf Dauer nachziehen werden. Da ist ja natürlich was dran an dem Konzept. Da kann ja mittlerweile keiner mehr leugnen. Wenn die Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, dann ist es wesentlich entspannter, auch für die Ordnung und sowas. Dann wird auch nicht jedes Mal Parkplatz gesucht, es kommt nicht zu Verzögerungen. Dementsprechend finde ich das halt besser. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass auch andere Vereine danach ziehen und sich vielleicht auch an den Viktoria ein Vorbild nehmen. Nur der Fußballerische, das darf natürlich nicht drunter leiden. Aber das ist ja auch im Moment bei uns nicht der Fall. Wir haben einen super Start erwischt und hoffen heute natürlich auch, wenigstens in München einen Punkt zu holen. Wenn wir realistisch. Wir wollen 3 Jahre. Wir wollen 3, aber der Otto. Ist ja Fußball kein Wunsch. Ja. Und hier kommt die Startaufstellung von unseren Jungs aus Höhenberg, von Viktoria Köln. Ja, ich denke, Sportpark Höhenberg, das Erste, was einem ins Auge fällt, ist einfach erstmal, der ist wunderschön gelegen und sieht einfach wunderbar aus. So schön im Grün, die Tribüne und so, das ist einfach... optisch macht das einfach erstmal eine ganze Menge her. Und dann können wir stolz sagen, dass wir mittlerweile einen Kern von 2.000 bis 2.500 Leuten haben, die tatsächlich jedes Spiel kommen, um die Viktoria zu sehen. Und wenn man das mit früher vergleicht, als ich angefangen habe, zu Viktoria zu gehen, waren wir, wenn wir glücklich waren, 150 Leute. Und das waren immer dieselben.
wir können uns mittlerweile ernsthaft mit zumindest ein paar Fans sehen in der 3. Liga und in Deutschland messen, wo wir sagen, da sind wir tatsächlich auf Augenhöhe oder sogar denen voraus. Und alleine das behaupten zu können, das ist völlig unwirklich. Er ist familiär. Also man kennt sich wirklich hier. Auch wenn hier 5000 Zuschauer da sind, man kann praktisch jeden begrüßen, man kennt sich schon lange. Und interessant ist, wenn Gäste hier hinkommen, wir hören das immer wieder, die sagen es wirklich immer wortwörtlich, hier ist es wirklich noch gemütlich in diesem Verein. Hier fahren wir gerne hin. Das zeichnet den Verein aus. Ich glaube, die Zielsetzung des Vereins ist schon, in den nächsten Jahren dann auch in die 2. Liga aufzusteigen. Jetzt wissen wir aber auch, wo wir herkommen. Ich kann mich an das Spiel gegen Lautern erinnern, wo es gefühlt um alles ging, also um die Existenz des Vereins, weil wenn so ein Verein dann in die Regionalliga runtergeht, dann bleiben da Jobs hängen, da bleiben Spieler auf der Strecke. Das kann für so einen Verein, der jetzt nicht so groß ist, sehr, sehr wehtun. Wir wissen genau, wo wir herkommen. Wir sind jetzt auch gut in die Saison gestartet, aber es ist trotzdem noch ein ganz langer Weg, kontinuierlich auch Erfolg zu haben und Punkte zu holen. Männer, wir haben uns vor dem Spiel ein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, die noch gar keinen Punkt abgegeben haben, da auf dem ersten Platz stehen, denen wollen wir die Stirn bieten. Die wollen wir quälen. Die wollen wir beschäftigen. Wir wollen gegen den Ball nicht aufhören. Ja, kein Meter soll uns zu viel sein, Männer. Alles das habt ihr reingebracht, Männer. Top. Jeder von euch. Top. Ja, die haben nur ganz, ganz wenig Chancen gehabt. Ganz wenig Chancen. Und da werden wir am Ende dann dafür auch belohnt, Männer. Klar schluckt man das Standard noch, klar tut das weh, ist bitter, das ärgert einen auch, darf uns ärgern, aber bitte tut mir einen Gefallen, Männer. Viel wichtiger ist das Gefühl zu haben, stolz zu sein auf die Mannschaft, auf die Gruppe, ja, zu wissen, was in uns steckt und auch wieder, auch wenn der Tabellenführer hier war, es liegt an uns, was am Ende dabei rauskommt, Männer. Und das war geil, Männer. Komm, weiter geht's. Komm, rüber kurz. Gestern der eine sah auch aus wie Haaland. Der Stürmer von 1860. Der ist auch so gelaufen. Der ist wirklich so gelaufen. Wer hilft dir am meisten? Schwierig zu sagen, aber wenn es ums Punkten geht, Elias Bergen. Heute werden wir eigentlich nur ein bisschen im Wald laufen gehen. Aber wenn wir jetzt einen normalen Trainingstag hätten, würden wir uns auch vor dem Training eine halbe Stunde vielleicht aktivieren, ein paar Kraftübungen machen, ein bisschen stabil. Und dann der zweite Tag ist komplett frei, dass jeder ein bisschen was für sich einfach machen kann, wie es will. Manche liegen einfach gern rum, andere gehen schwimmen, andere verrate ich nicht. Wir sind ein junges, dynamisches Team mit ein paar älteren in vorderster Front, würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt sagen, weil wir ziemlich ausgeglichenen Kader haben, wo mittlerweile auch die Jungen schon gut Verantwortung übernehmen müssen. Also ich bin ungefähr vor ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt hergekommen und seitdem muss man sagen, also ich habe auch schon in ein paar Mannschaften gespielt,
Und sowas hatte ich bisher auch noch nicht. Also hier versteht sich jeder mit jedem und irgendwie, wir haben so eine Dynamik, das kannst du nicht ganz beschreiben, weil es ist irgendwie nicht ganz Fußballteam, sondern irgendwie auch einfach mit Freunden, aber trotzdem hat jeder irgendwie seine Ziele, die er erreichen will und das ist einfach cool und ich glaube, das macht auch diesen Verein einfach aus, dass wir davon leben. Bei so einem Verein ist es relativ wichtig, dass Leute nicht nur ihren Aufgabenbereich sehen, sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Gerade bei so einem Verein, der jetzt vielleicht nicht von zigtausend Fans lebt, sondern es ist halt alles ein bisschen familiärer. Jeder kümmert sich irgendwie um den Nebenmann und so wird das bei uns auch im Team gelebt. Ich bin seit 4 Jahren hier in Deutschland und bei Viktoria bin ich seit 3 Jahren. So gute Familie, sage ich. Einfach, die sind alle gute Familie, wie Familie und alle gute Beziehungen jetzt. Im Slogan steht das so ein bisschen drin, ne? Frau für Familie irgendwie so ein bisschen. Ich finde das immer so ein bisschen platt, wenn man sagt, ja, wir sind ein familiärer Verein, aber ich finde schon bei Viktoria ist es wirklich so. Man kennt halt alle, ne? So von der Geschäftsstelle, also wie gesagt, ein paar Jahre dabei, dann kennt man halt wirklich vom Platzwart bis, keine Ahnung, Marketing und alles drum und dran, kennt man halt jeden persönlich halt so und das ist schon ein großer Unterschied. Ne? Alles wie so große Brüder für mich und natürlich tut es auch ein bisschen weh, die zu verlassen, weil ich finde auch genau diese Saison, also es ist eine richtig coole Truppe und die haben auch richtig, ich werde auch, glaube ich, wissen, dass sie sehr viel Erfolg haben und ich werde immer da sein für sie auch. Ich glaube, was die Mannschaft angeht, macht es im Moment so viel Spaß wie noch nie, Viktoria-Fan zu sein, weil wir sind so ein bisschen davon weggekommen, was wir in der ersten Zeit der neuen Viktoria gemacht haben, so abgehalfterten Ex-Profis noch ihr letztes Gnadenbrot zu geben, sondern wir machen ja mittlerweile das genaue Gegenteil. Wir pushen ganz, ganz stark den Nachwuchs, integrieren den Nachwuchs auch super in die Mannschaft. Wir haben Leute wie Youssef Amin, Luca de Meester, Benny Hemke, wir haben Kai Klefisch letzte Saison noch gehabt aus der eigenen Jugend, die dann auch zu höheren Weihen quasi von uns aus aufbrechen. Dann haben wir Leute wie Marcel Risse, der hier unmittelbar aus der Gegend kommt, aber eben nicht dieses Paradebeispiel ist für diesen abgehalfterten Ex-Profi, sondern der sich hier voll reinhängt, der mit Herz und Engagement dabei ist, dem man das auch abnimmt, dass ihm das wirklich Spaß macht, dass er da Bock drauf hat. Also ich glaube, von Fansicht aus kann man im Moment nicht stolzer auf die Truppe sein. So, alle Bälle sind da. Gottes Willen, Kerl, musst du doch nur da vorne bleiben. Und was ist das Ergebnis, was fürs nächste Spiel jetzt besser sein muss? Ich würde jetzt das nicht unbedingt aufs nächste Spiel beziehen. Gegen Zwickau? Gegen Bayern, sondern vielleicht fürs übernächste. Ich glaube, die Gesichtspunkte gegen die Bayern werden ein paar andere sein. Schön, wenn wir so viele Möglichkeiten hätten wie jetzt hier, aber da können wir mal in Gladbach nachfragen, die haben auch mit einem Torschuss mussten die auskommen. Hat gereicht. Hat gereicht. Ich habe gerade gesagt, das sind die einzig wahren Kölner in diesem Club. Das merkt man an der Sprache, ne? Ja, so ist Oder? es, ne? Ja. Ist zwar nicht dünnes und schwer, aber Victor vom Wechsel auch nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Das ist wie eine Mutterzone. Jetzt haben wir was zu essen, ne? Ja. Dann Soll ich dir? bitte. Ja. Ein Butterbrötchen. Ja. Ich brauche Kraft. Hab ich die Zeit, Jungs? Ja? Ich war schon nervös, ich konnte 2 Tage nicht schlafen. Ne? Ja, ihr wollt das nicht erleben, wenn der Herr wunderlich Hunger hat. Sag das bloß nicht. Du musst immer nur sagen, wenn du einen Hunger hast, bekommst, ist es nicht gut für den Club. Ich bin Claudia Stier, bin seit 2,5 Jahren bei Viktoria. Mache das mega gerne. Ist nicht immer einfach, ja. Das ist meine kleine Küche hier. Was haben wir denn da? Eiweißbrot. Ja. Ist doch ja Kinder da? Nee, doch der Dieter ist doch. Ich muss gleich eben sprechen mit dem, wie wir das jetzt backen. Mit Geld nicht zu bezahlen, die Frauen, ne? Die Bilder dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn das Gesundheitsamt gehört. Ja, das stimmt.
Eigentlich sind meine Aufgaben, alles bereitzulegen, Trainingsmaterial, Trikot an Spieltagen, Verpflegung, bei den Doppeltrainings Verpflegung und natürlich das Allerwichtigste, immer ein offenes Ohr zu haben, ne, für jeden Einzelnen. Danke dir. Sag jetzt ja. Sag bloß ja nicht. Ist ja noch Käse drauf. Ja. Auf jeden Fall bin ich ein Mutterersatz, merke ich auch immer selber. Es wird nicht so gesagt, aber das merkt man halt, ne? Und das ist auch das, was mir selber so, was ich so zu schätzen weiß, dass sie mit vielen Sachen zu mir kommen und was natürlich bei mir bleibt, gar keine Frage. Und das brauche ich selber auch. So, hier auf meiner schönen Bank sitzen so einige. Julia. Die Presseabteilung, der Herr Wunderlich. Kommen ist? Sie zu mir. Wenn man mit 17 in ein fremdes Land kommt und dann muss man jemanden haben. Ich habe schon Umzüge mit Spielern gemacht, weil das mir einfach leid getan hat, weil er aus einer anderen Region kam und ganz alleine war. Das ist das, was eigentlich ich zu schätzen hier weiß. Die Arbeit, die ist manchmal sehr anstrengend, aber auch das macht es dann wieder weg. Wir müssen die Sachen ja nach Müngersdorf bringen und dann packe ich die jetzt in die Kiste und hole die eigentlich so, wie sie jetzt sind, komplett raus und dann wird die Kabine so eingerichtet. Jetzt ist DFB-Pokal hier auf dem Arm und auf der Brust. Eigentlich sind es identische Trikots, nur halt mit DFB-Pokal, ne? Das wird man sich hier dann ins Vereinsheim hängen, dieses Trikot? Denke schon. Schöne Erinnerungen, ne? Herzlich willkommen bei Viktoria Köln. Heute mal linksreinig, können wir auch, hoffen wir. Wir freuen uns auf ein besonderes Spiel, darf ich sagen. Wenn man als kleiner Junge anfängt, Fußball zu spielen und ist dann jetzt Spieler bei Viktoria Köln und hat die Chance, vor 50.000 Zuschauern zu spielen, ja, was kann es denn Schöneres geben? Welchen größeren Wunsch kann man denn haben? Was haben meine Jungs zu verlieren? Nichts. Die können eigentlich nur gewinnen bei diesem Spiel. Ja? Einfach zeigen, wer wir sind, mutig zu sein und einfach dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Minute zu genießen. Und wie gesagt, zu verlieren haben wir an diesem Abend gar nichts. Wir haben einfach richtig Bock aufs Spiel. Wir freuen uns jetzt schon tagelang und es gibt, glaube ich, heute nichts Geileres als das Spiel hier. Einfach toll, dass wir mal gegen Bayern spielen und dann mal schauen, dass wir in die nächste Runde kommen. Ne? Dass Bayern hoch gewinnt auf jeden Fall und ja, Viktoria fertig macht. Ne? Ich hätte lieber in Höhenberg gespielt, unter uns, ne? Aber komm, sind wir mal zu Gast auf der anderen Seite, das kann man sich auch mal angucken. Das ganz große Los ist natürlich ein Volltreffer, braucht man nicht drüber zu reden. Ich glaube, davon träumt jeder Verein, der FC Bayern, auch wenn man weiß, dass es sportlich eigentlich nicht lösbar ist. Und als Kölner dann noch im Stadion des großen 1. FC Köln vor ausverkauftem Haus. Ja, das krönt dann so ein bisschen die ganze Geschichte. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass sich ganz Höhenberg und auch nicht nur ganz Höhenberg auf das Spiel freut, sondern die ganze Schelsig und jeder, der es mit der Viktoria hält. Da gibt es ja auch durchaus auf der anderen Rheinseite ein paar, die das tun und ich glaube, das ist für jeden einfach ein Feiertag. Es wird ein Riesenfest, denke ich. Ja,
Ja, es ist einfach auch was ganz Besonderes für die jungen Spieler, die sowas noch nicht hatten vor so einer Kulisse, gegen so einen Gegner. Wir haben gegen Vereine gespielt wie Germania Dürwiß, Liechtenstraß, FC Hennef. Das war so unser täglich Brot und jetzt kommt Bayern München und wir müssen ins Müngersdorfer Stadion ausweichen, weil der Sportpark Höhenberg nicht ausreicht. Das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar, ist das richtige Wort dafür. Wir sind ja dann 2010 neu gegründet worden, aus der Insolvenz raus, muss man also irgendwann zugeben. Aber ich muss sagen, die meisten meinen immer noch, sie leben in einem kleinen Traum. Es gibt Leute in diesem Club, die brutale Arbeit gemacht haben. Wir haben so viel selbst auf die Beine stellen müssen und für die freue ich mich natürlich noch insbesondere noch viel, viel mehr. Das Bayern-Spiel ist natürlich ein sehr besonderes Spiel und auch gerade für die Jungs ein Karriere-Highlight bisher, muss man schon sagen. Aber den Schalter dann auch danach zu finden, wenn man von dem Bayern-Spiel von 50.000 dann 6 Stunden nach Zwickau mit dem Bus fährt, an einem Samstag und Sonntag dann da vor ein paar Tausend weniger aufläuft. Das ist halt auch wichtig. Das bringt den Verein dann die nächsten Jahre auch nach vorne. Die Viktoria, die definiert sich nicht über ein Spiel gegen Bayern München. Die Viktoria gab es vorher als positiven Verein und es wird es auch im Nachhinein geben. Und die Leute sollen sich hier wohlfühlen, die werden sich in Zukunft wohlfühlen. Und das Spiel gegen Bayern München haben wir mit Sicherheit in 14 Tagen vergessen. Denn wir wollen eben halt in der Liga bleiben, ist ja keine Frage. Ich habe so viel in diesen 12 Jahren hier mitgemacht. Wir haben viel einstecken müssen. Wir haben Relegation verloren, Aufstieg verpasst, wieder hochgekrabbelt, wieder aufgestanden. Diese ganzen Erlebnisse, die ich in diesem Club erleben durfte. Aber der Preis, den man manchmal auch für diesen Job steht eigentlich manchmal nicht im Verhältnis. Deswegen ist die Viktoria für mich schon ein ganz besonderes Momentum. Viktoria ist für mich zu Hause, ist Heimat, ist sehr viele gute Freundschaften und ist vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß. Viktoria ist eine große Fußballfamilie für mich, die mir hilft, meinen Traum zu verwirklichen. Viktoria ist für mich ein Verein, der nach außen hin nicht immer der sympathischste Verein in Köln war die letzten Jahre, aber sich jetzt in einem extremen Wandel befindet und sehr an Sympathie gewinnt. Ich kriege zwar Ärger zu Hause mit meinen Kindern, weil eigentlich ist mein Leben meine Kinder, aber die Viktoria gehört schon zu 90% dazu. Das ist schon ein Highlight für mich. Ich freue mich auch jedes Mal, egal wie der Stress ist, aber es ist schon toll. Ich darf nicht sagen, Viktoria ist das Leben, da beschwert sich meine Frau. War ja gar nicht so schlimm, ne? Wenn das hier alles nicht so wäre, dann, ich bin zwar klatschnass geschwitzt, aber